Herzlich willkommen bei ADR Fishing. Mein Name ist Florian Gräser. Wir binden hier heute mal eine Hechtfliege mit den neuen Materialien von H2O. Einmal den Mimic Brush mit zwei verschiedenen Farben in Purple und Black. Als hinteren Part der Fliege nutzen wir das neue H2O Head to Tail in Black Purple. Und hier starten wir jetzt als allererstes mal mit der Grundwicklung. Hierzu nehmen wir uns für den hinteren Part, für den Schwanz, ein Bunch raus von dem Head to Tail. Hier können wir jetzt wieder sehen, wahnsinnig viel Volumen in dem kleinen Bunch. Schönes Purple Flash, perfekter Anteil, wie wir finden. Und wir starten jetzt mit dem schwarzen Bereich, legen den oben auf den Haken auf und binden den Purple Anteil dann oben drüber nach hinten. Binden das Ganze schön ab und hier kann man jetzt schon wieder sehen, wenig Material, zwei Farben, sehr viel Volumen. Das Ganze einmal sichern. Jetzt nehmen wir den H2O Mimic Brush in Purple Black. Binden den direkt ein. Und legen den Bindefaden direkt nach vorne, denn mehr Materialien werden wir nicht einbinden. Da wir in dem Mimic Brush die beiden Farben drin haben, Purple als Untermaterial und die schwarzen Fibern als Obermaterial. Wichtig ist hier immer wieder nach hinten streichen, zwischendurch auskämmen. Und dann beim Kämmen, das wiederholen wir dann nach ungefähr 2 bis 3 Windungen von dem Brush, sieht man jetzt schön, wie das Purple-Material, das Untermaterial, sich aufstellt und das Volumen der Fliege formt. Wir werden jetzt noch 3 weitere Windungen machen und das Ganze vorne abbinden. Den Brush abschneiden, Kopfknoten formen und erstmal einmal abbinden. Und jetzt brauchen wir eigentlich das Ganze nur noch einmal ausbürsten. Schon haben wir mit 2 Materialien viel Volumen erzeugt und gleichzeitig feines Spiel durch die langen schwarzen Fibern. Als nächsten Schritt bringen wir natürlich jetzt noch unsere Augen an. Ja, fertig ist mit wenig Aufwand eine perfekte Hechtfliege. Wie gesagt, mit nur 2 Materialien, dem Mimic Brush von H2O und hinten dem Head to Tail Black Purple. Das Ganze mit einem anderen Haken ist natürlich auch eine perfekte Fliege fürs Salzwasser, zum Beispiel für GT, zum Beispiel auch noch mit 2 Schlappenfedern hinten. Ansonsten wären es auch nur die beiden Materialien, aber dann natürlich ein anderer Haken.
Ja, viel Spaß beim Nachbinden und Tight Lines.